Unsere Zeit in Peru findet hier an diesem einen Ort ihren ganz besonderen Ausklang. Wir genießen das einfache Leben, das Salz auf der Haut und diese magischen Abende, wenn die Sonne im Meer versinkt. Auf unseren Wohlfühlort hier. Ja. Ich glaube, das wird uns sehr gut in Erinnerung bleiben, die Tage, die wir hier verbringen durften. Es fällt uns schwer zu gehen, doch das Ziehen in der Brust ist wieder da. Wir schließen dieses Kapitel voll Dankbarkeit und blicken nach vorn. Die Straße ruft und die nächste Grenze wartet schon auf uns. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Hallo zusammen und willkommen im neuen Jahr. Wir stehen schon eine ganze Weile hier, aber das heißt, wir dürfen auch jeden Tag mit genau dem hier starten. Wellenrauschen, Vogelgezwitscher und einfach gute Stimmung. Wir sind ja hauptsächlich wegen mir hier nach Lobitos gefahren, denn hier sind die Surfbedingungen einfach perfekt. Ich bin auch jeden Tag ins Wasser gegangen und normalerweise um die Zeit wäre ich schon im Wasser. Aber heute wollen wir uns was anderes anschauen. Hier vorne gibt es ein Pier, da wird frischer Fisch verkauft und das wollen wir uns zusammen heute anschauen. Wenn man so am Strand entlang geht, merkt man einfach direkt so diesen Surfer-Vibe, den Lobitos hat. Also es dreht sich sehr vieles rund um diesen Strand, um das Surfen, um ja eigentlich so dieses Paradies hier. Obwohl man sagen muss, es ist gar nicht mal so viel los. Also in den Hotels sieht man schon ab und zu mal ein Handtuch oder Neo übers Geländer hängen. Aber es ist ziemlich leer. Was aber auf jeden Fall auch das Bild von Lobitos prägt, sind die Bohrinseln hier vor der Küste. Tatsächlich ist unweit von hier auch die Hauptstadt des Öls von Peru und ja, diese Bohrinseln gehören da halt einfach auch dazu. Wir sind bewusst vormittags schon los, weil die Sonne hier einfach so stark ist. Also auch jetzt schon, es brennt richtig auf der Haut und auch Faktor 50 wird hier wahrscheinlich nicht davor schützen, dass wir komplett rot zurückkommen. Aber ja, wir sind jetzt am anderen Ende der Bucht angekommen, am Pier, wo auch die Fischer morgens hierher kommen und hier ihren Fisch verkaufen. Immer den frischen Fang. Das nehmen die Restaurants hier ab, die auch Ceviche daraus machen und damit ihre Gäste bedienen. Aber vielleicht ist noch was da, was wir eventuell sogar mitnehmen könnten oder einfach die Besucher, die halt herkommen, die können hier auch ihren Fisch kaufen. Jetzt bin ich gespannt, was sie heute aus dem Meer geholt haben. ¿Ya acabaste para hoy? A 2-3 Kilometer das final. Walfische haben Sie geholt? Sehr cool. Ja.
Anscheinend fischen sie etwa 2 Stunden von hier draußen, also im offenen Meer. Die sind heute Morgen früh rausgefahren und ja, jetzt sind sie zurück und jetzt wird es verkauft. Wahnsinnig viele Fischer sind ja heute nicht hier, aber für uns ist es trotzdem spannend. Und abgesehen von den Fischern kann man hier ja auch noch ganz viele Vögel beobachten beim Fischen. Ich finde es richtig interessant, wie man auch sieht, wie unterschiedlich ihre Jagdmethoden sind. Also die meisten Vögel, wie ja auch zum Beispiel die Pelikane, die stürzen sich ins Wasser, dann spritzt das Wasser hoch und so fischen die dann ihren Fisch raus. Aber die Fregattenvögel, das sind welche von den wenigen Vögeln, wenn nicht die einzigen, die beim Fischen eigentlich das Wasser nicht berühren, obwohl ihre Nahrung ja aus dem Wasser kommt. Denn sie nehmen eher im Vorbeifliegen einfach mit dem Schnabel ihre Nahrung auf und fliegen weiter. Also die halten gar nicht an dafür. Ich finde das super spannend. Sentimos que también la lista es Sí, pero es mucho camino hasta Lima. Sí, sí. Está regulado. Llega fresco. Es que hay 100 cajas, Así. 200 cajas, 400 cajas. Depende entonces del día y dónde se va. El restaurante vas uno, pero uno te ponen 50, Sí, 60. sí. Ahorita está escaso, o sea, está poquito. Für uns war hier leider kein Fisch dabei. Das geht alles an die Restaurants raus. Aber es war trotzdem spannend, einfach auch mehr zu erfahren. Denn, ja klar, ich meine, der Fischerjob ist ja sowieso ein harter Job. Aber sie meinten auch, dass der größte Konkurrent hier für sie der Lobo, also der Seelöwe ist, der hier an der Küste eben auch beheimatet ist. Daher kommt übrigens auch der Name Lobitos von Lobo del Mar, also Seelöwe. Ja, und allgemein anscheinend nimmt der Fischbestand hier an der Küste immer mehr und mehr ab. Und da ist es natürlich auch noch was, das ist auch was, womit sie kämpfen. Und wir kämpfen immer mehr mit dem Wind. Es ist richtig windig geworden. Ist hier normal an der Küste. Aber auch die Sonne, die knallt hier sowas von runter, kann ich euch sagen. Das ist, ja, ist halt so. Wir sind ja immer näher beim Äquator. Und deshalb ist auch die Sonneneinwirkung sehr extrem. Aber ich finde es trotzdem schön, hier gewesen zu sein, den Fischen zuzusehen, was sie machen, wie sie leben und auch die Pelikane. Ich bin ein richtiger Pelikan-Fan. Ich finde die Tiere so cool. Die sehen irgendwie nicht danach aus, als würden sie elegant fliegen können, aber ich finde das eins der geilsten Tiere. Ciao. Richtig praktisch. Die Versorgung hier im Ort ist ja eher schwierig. Aber fast täglich kommt hier ein Tuk-Tuk vorbei und das hört man halt schon, weil sie schon über die Lautsprecher ausrufen, dass sie Mandarinen haben und Mangos und was auch immer sie gerade haben. Und da kann man sich ganz gut eindecken. Also wir haben jetzt auch 2 Paprika, eine Gurke, 4 Tomaten, 2 Mangos, 4 Eier. 4 Eier und das alles für 10 Soles, also ein bisschen mehr als 2 Euro, vielleicht 2,50 Euro. Das ist gar nichts. Mega. Und das ist ja alles frisch und richtig schön. Aber wir wollen jetzt trotzdem, glaube ich, noch in den Ort gehen und schauen, ob man hier vielleicht in einem der kleinen Läden noch ein bisschen was findet. Suchen noch ein bisschen Inspiration fürs Abendessen. Ich finde das immer so toll an diesen Surfspots. Da kommen die Leute immer mit diesen Tuk-Tuks und bringen Essen, Früchte. Das ist schon sehr entspannt hier. Ja, nicht wahr? Ja, ich würde sagen, auch unser Kleidungsstil ist Auch hier sehr unser entspannt. Kleidungsstil, ja. Ich habe seit einer Woche, darf ich das sagen? Ja. Ja, bin ich nur in Badehosen unterwegs. Also auch wenn wir ins Dorf laufen. Hier laufen alle in Badehosen Ja, ist rum. so. Also es ist halt einfach so eine entspannte Stimmung und ja, ist auch warm. Also das soll ich mit langen Hosen machen?
gehen schon die ersten Surfer zum Wasser. Ja, voll. Du bist spät dran. Eine halbe Stunde, dann gehe ich auch. Muss man ausnutzen, wenn man schon hier ist, Na klar. oder? Es ist ja hier allgemein ziemlich schwierig mit der Versorgung. Also Lebensmittel und sowas muss alles in der nächstgrößeren Stadt, in Talara, gekauft werden, wo ja auch eben diese Hauptstadt des Öls ist. Und mit dem Frischwasser ist es genau dasselbe. Es gibt hier keine natürliche Frischwasserquelle. Das heißt, alles Wasser, das nicht salzig sein soll, wird von außen eingekauft und hergebracht. Also das ist auch das Wasser fürs Duschen, nach dem Surfen zum Beispiel, für die Hotels, aber natürlich auch das Trinkwasser. Ist natürlich auch mit Kosten für die Bevölkerung auch verbunden. Ja, und jetzt gucken wir mal, ob wir in einem der kleinen Läden vielleicht doch was finden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sich das mit der Zeit so ein bisschen weiterentwickelt, weil die Leute sind ja hier interessiert am Tourismus, es wird auch gebaut. Man hat schon das Gefühl, dass das hier so sich weiterentwickelt und vielleicht wird dann auch die Versorgung wieder besser. Na gut, wir haben nicht viel gefunden, wir haben uns ein Feierabendbier geholt. Und es gibt ein Eis für mich. Ja, das war ja klar, dass es Eis gibt. Ist ja klar. Aber ja, Früchte, Gemüse hatten sie dasselbe, was wir jetzt schon geholt haben. Und ansonsten haben sie halt nicht viel, außer so Chips und Toast und so die üblichen Basics. Aber ja, wenigstens einen Spaziergang haben wir gemacht. Jetzt sind wir extra hier zum Aussichtspunkt gekommen und die Aussicht, naja. Also ich glaube, es hat auf jeden Fall Potenzial und man sieht, wie Jessie ja schon meinte, dass überall gearbeitet wird. Aber man sieht halt auch viel Baustelle und ja, so schön es am Strand auch ist, hier oben fehlt noch ein bisschen so dieser Feinschliff, würde ich sagen. Egal, wo man sich in Lovitos befindet, überall sieht man diese Bohrinseln, wie auch hier jetzt an der Küste wieder. Ich glaube, letztes Mal sind wir auf fast 30 Stück gekommen, als wir gezählt haben. Und auch die Locals haben uns ein bisschen was darüber erzählt. Also sie hatten natürlich die Hoffnung, dass die ganze Ölindustrie, die hier in der Umgebung ist, auch wirtschaftlich etwas einbringt. Anscheinend werden die Jobs aber weitestgehend auswärts vergeben und auch umwelttechnisch haben sie von Problemen gesprochen. Also letztes Jahr gab es hier erst ein Ölleck, das auch weite Teile der Küste betroffen hat. Und ein Local meinte ja, dass auch diese dunklen Flecken hier am Strand eigentlich noch Reste des Öls sind. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das ein Jahr später immer noch hier ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, das die Leute hier auch bewegt. Es kommen ein paar richtig schöne Wellen rein. Ich glaube, ich ziehe mich jetzt um, packe mein Surfboard und dann geht's ab ins Wasser. Zugegeben, ich bin ja schon ein kleines bisschen neidisch. Ich würde so gerne auch ins Wasser gehen. Aber irgendwie, seit ich das mit der Hüfte habe oder hatte fast schon, es ist ja wirklich schon viel besser, habe ich irgendwie so ein bisschen so eine Blockade. Also ich traue mich irgendwie nicht ins Wasser rein, obwohl ich schon sehr lange nur mit sehr geringen Beschwerden bin. Es ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass ich mir vielleicht bei einer unkontrollierten Bewegung was kaputt machen würde oder so und dann noch viel länger Probleme habe. Auf der anderen Seite ist das jetzt wahrscheinlich die letzte Gelegenheit, wo wir überhaupt zum Surfen ins Wasser kommen würden. Und ich ärgere mich fast schon ein bisschen über mich, dass ich mich da so selbst ein bisschen sabotiere. Aber ich weiß einfach nicht, ob es das wert ist.
Aber wenigstens kommt Roberto hier auf seine Kosten. Und ihm zuzusehen macht ja auch Spaß. Also da freut man sich einfach mit. Naja, und die Musik fängt auch schon an. Also freuen sich alle mit. Fertig. Das war eine richtig coole Session heute. Ja, lief gut, hä? Ja, hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, jetzt gehen wir noch auf die Felsen hoch und muss noch ein bisschen atmen. Sundowner, oder? Passt. Passt. Was für ein schöner Abschluss von dem Tag. Hier oben auf den Felsen, das ist eigentlich unser Lieblingsplatz. Hier oben kommen wir immer am Abend hin, trinken ein Bierchen, schauen dem Sonnenuntergang zu und lassen einfach den Tag Revue passieren. Das tut so gut. Und genau so machen wir es eben auch heute. Wir stoßen an auf Lovitos. Lovitos. Zum Wohl. Zum Wohl. Auf unseren Wohlfühlort hier. Ja, Ich glaube, das wird uns sehr gut in Erinnerung bleiben, die Tage, die wir hier verbringen durften. auf jeden Fall, ja. Was für ein gemütlicher Morgen wieder. Dieser Platz ist einfach ein Traum. Ich glaube, der wird uns Ewigkeiten noch in Erinnerung bleiben. Aber die Zeit ist gekommen, wir müssen zusammenpacken, wir müssen weiter, sonst sind wir wahrscheinlich noch die nächsten 3 Jahre unterwegs und das wollen wir nicht mehr. Von dem her, es gibt noch richtig viel zu tun. Jedes Mal, wenn man surft, kommt so viel Kram raus und das muss jetzt mal eingepackt werden und dann geht's los. Einziger Nachteil bei einem Strandplatz, man hat immer und überall Sand. Aber auch wirklich im Van. immer. Ja, es nimmt kein Ende. Teppich.
Hast du gesehen, hier die Risse? Oh. Ja. Aber ich glaube, die Bretter sind langsam durch. Mal schauen, ob wir die mitnehmen. Also das war ja wahrscheinlich eh das letzte Mal, dass wir gesurft sind hier in Südamerika. Wahrscheinlich. Naja. Also, Ich. Vamos da hinten hin. Ja. Warte. Ja. Warte. Ciao, ciao, Lobitos. Richtig schön. Also dafür, wie oft wir gehört haben, dass es im Norden von Peru nichts zu sehen gibt und dass es da hässlich ist und eh nur voller Müll, hatten wir hier wirklich so eine schöne Zeit. Es gibt hier so die Themen, die nicht so gut laufen, aber Lobitos haben wir wirklich ganz nah an unserem Herzen. Klar, also das mit dem Surfen, die Wellen, der Strand, ist es ein hübsches Örtchen, aber auch die Leute waren alle immer so freundlich. Wir durften ja auch hinter einer Surfschule übernachten, haben ganz viel mit ihm gequatscht, mit dem Besitzer. Adios. Und ja, es hat einfach alles so schön gepasst. Also falls wir mal wieder nach Peru kommen, müssen wir da noch mal hin. Auf jeden Fall, also Lobitos steht auf jeden Fall on top. Unbedingt. Gracias, hasta la próxima. Bendiciones, bendiciones. Igualmente, ciao. Wir sind jetzt etwa in der Hälfte unserer heutigen Etappe und womit wir wirklich nicht gerechnet hatten, ist, dass wir so lange, eigentlich bis jetzt immer noch, so viele Ölbohrtürme sehen. Die sind die ganze Zeit links und rechts in der Landschaft gespickt. Es ist überall. Das ist krass, das hatten wir wirklich nicht erwartet. Wir hatten es gar nicht auf dem Schirm, bevor wir in die Region gekommen sind, dass das hier so ein Ding ist. Interessanterweise bewegen sich aber auch kaum welche. Ich glaube, ich habe 1, 2 Stück gesehen, die sich bewegt haben. Ja, die wenigsten bewegen sich. Also. Ja, und uns wurde ja auch gesagt, dass anscheinend die Ölvorkommen hier langsam zur Neige gehen. Also vor der Küste, aber anscheinend auch an Land. Ja, das würde das ja bestätigen. Ja. Boah, es ist wieder so heiß, auch wenn man die Fenster offen hat. Aber ich glaube, wir werden bald erlöst. Wir sind schon fast an unserem Ziel. Hier vorne müsste es irgendwo sein. Mal gucken, dass wir nicht dran vorbeifahren. Nee, das ist es nicht. Ja, hier schon mal. Ja, warte schon. Du machst erst mal Ich glaube, das geht, oder? Ja, sieht entspannt aus hier. Richtig entspannt. Ja. Ein Lüftchen kommt vom Meer. Ist perfekt. Ja, cool. Reden wir mal mit der Dame und dann richten wir uns ein. Da haben wir doch mal wieder ein richtig schönes Plätzchen gefunden. Hier direkt am Meer, Hängematten, die werden wir vielleicht später noch nutzen. Aber auch allgemein, also die Anlage ist ja richtig schön. Wir haben Möglichkeiten, um zu duschen, das haben wir bitte nötig. Denn die letzten Tage, ja, das war eher eine Katzenwäsche als was anderes. Aber wir können auch Wäsche waschen und allgemein, es sieht hier so aufgeräumt und schön aus. Und mit den Palmen und den Kokosnüssen,
Ja, gleich mal so ein bisschen Karibik-Feeling, oder? Ja. Ja, ich glaube, wir lassen es uns hier ein paar Tage gut gehen. Also geplant waren 1-2 Tage. Vielleicht bleiben wir ein bisschen mehr. Was? Wer weiß. Mal schauen. Also eigentlich sind wir ja schon wegen der Infrastruktur hier als Zwischenstopp auf dem Weg weiter. Und darum machen wir auch jetzt gleich mal die erste Wäsche. Das ist die erste Wäsche, seit wir wieder unterwegs sind. Ja. Das ist echt sehr lange her. Ja, wir Aber waren jetzt die letzten Tage sehr oft nur in Badehosen. genau, und da entsteht halt keine Wäsche. Sack Sack im Sack? Ja. Okay, alles da. Gut. Wie sehr man sich doch über eine Waschmaschine freuen kann. In Südamerika ist es ja meistens so, dass man die Wäsche nur abgibt und dann komplett die Kontrolle darüber verliert, was weiter passiert. Und hier können wir tatsächlich einfach selber waschen. Es kostet fast 4 Euro pro Waschmaschine, aber das ist es auf jeden Fall wert. Kann man auch die eigenen Waschmittel reintun, Farben sortieren, Temperatur einstellen. Was für ein Luxus. Was für ein Luxus. So, dann haben wir ja das Wichtigste schon mal angefangen, die Wäsche. Und jetzt noch duschen. Neo ausspülen, Ja. unbedingt. Ja, Einfach noch die 1000 Sachen, die wir machen müssen. ich glaube, da gibt es noch ein paar Dinge. Für die Grenze vielleicht auch vorbereiten. Ja. Die ist ja nicht mehr so weit. Genau. Buenos dias! Es war eben doch zu warm an diesem Platz, um lange da zu bleiben. Es zieht uns weiter und irgendwie so diese Aufbruchsstimmung, das tut ja auch gut. Wir wollen das zelebrieren und deswegen fahren wir heute schon auf die Grenze ins nächste Land zu. Weit ist es gar nicht mehr, also sind wir auch nicht allzu lange unterwegs und dann starten wir in ein neues Kapitel. I've never been to this part of town. Everyone is dressed up here, but looks so down. Mittlerweile haben wir 30 Grad und es ist noch nicht mal Mittag. Also ich glaube, es kommt noch erst die richtige Hitze. Aber wir sehen hier schon die ersten Schilder für die Grenze von Peru nach Ecuador. Das ist unsere erste Grenze seit einigen Monaten. Also das letzte Mal sind wir ja nach Peru eingereist, also mit dem Van. Das ist schon einige Monate her. Ich hoffe, wir sind nicht aus der Übung. Nee, es wird schon. Ich glaube, diese Grenze sollte ja nicht allzu schlimm sein. Die sollte relativ entspannt sein. Mal schauen, was auf uns zukommt. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind in Ecuador. Ja, der Grenzübergang war ziemlich entspannt. Also die Ecuadorianer waren ganz gemütlich. Peruaner waren chaotisch wie immer, wie alles. Aber ja, nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft. Wir sind in Ecuador. Ja, Und wir hoffen sehr, dass ihr genauso gespannt seid auf das Land wie wir. Wir haben eine schöne Liste mit Sachen, die wir uns angucken wollen. Und wir hoffen sehr, dass ihr auch dabei sein wollt. Wenn dem so ist, abonniert sehr gerne unseren Kanal, dann verpasst ihr auch kein Video. genau. Hypt unser Video. Kommentiert gerne, Und liked. liked es. Ja, einfach alles drücken, was ihr findet. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Hasta luego. Hasta luego. Scheiße. Ist das scheiße? Nein. Ui, 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 ui.
äh, äh, äh.